Ja, willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe die neue Huawei Watch GT4 für euch getestet oder Huawei, je nachdem, wie ihr das aussprechen wollt. Und ich möchte hier meine Erfahrung wiedergeben, was die Uhr angeht. Dabei erscheint die Uhr in zwei verschiedenen Größen. Wir haben einmal eine 41 mm Variante mit drei verschiedenen Armbandfarben, als auch eine 46 mm Variante, die hier mit vier verschiedenen Armbändern kommt. Ich habe das Ganze jetzt hier mit dem Edelstahlarmband getestet und der Vorteil des Armbandes ist auch, dass ich hier die Glieder komplett individuell einstellen kann. Das heißt, jedes Glied hat hier auch so eine Zapfen bzw. die Möglichkeit, hier das Glied ohne Werkzeug einzustellen. Generell könnt ihr auch die Armbänder tauschen, das ist an dieser Stelle hier kein Problem, falls ihr ein anderes Armband haben möchtet. Das Gehäuse selbst besteht dann hier aus Edelstahl und daher sind die Uhren jetzt auch nicht ganz so leicht. So kommen wir hier bei der 46 mm Variante auf etwa 48 Gramm ohne Armband, während die kleinere Version hier 37 Gramm ohne Armband auf die Waage bringt. Und dabei könnt ihr mit den Uhren dann bis zu 5 ATM unter Wasser gehen. Was die Sensoren und Konnektivität angeht, so bekommt ihr bei der Huawei Watch GT4 hier einmal einen barometrischen Höhenmesser. Das heißt, ihr bekommt einmal die Hektopascal gemessen, als natürlich dann auch die Höhe. Und ihr habt hier einen Hauttemperatursensor, der über den Tag lang hier die Hauttemperatur auf eurem Handgelenk misst. Darüber hinaus bekommt ihr dann noch einen optischen Herzfrequenzsensor mit Blutsauerstoffmessung, als auch einen Kompass. Und ihr habt dann die Möglichkeit, über den Bluetooth-Chip hier diverse Geräte zu verbinden. So besteht einmal die Option, zum Beispiel einen Brustgurt zu verbinden. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel einen smarten Rollentrainer habt, könnt ihr diesen hier auch verbinden, um zum Beispiel hier beim Radfahren die Wattwerten zu messen. Was das Display angeht, so bekommen wir ein 1,43 Zoll großes AMOLED Touch Display. Wie das Display geschützt ist, ist leider aus den technischen Daten nicht ersichtlich. Ich gehe davon aus, dass es kein Saphirglas ist, da wir hier keine typischen Saphirglas-Eigenschaften sehen, wie zum Beispiel Spiegelung. Ihr könnt es aber auch gerne mal in die Kommentare schreiben, falls du weißt, mit was das Ganze hier geschützt ist. Das Display selbst ist hier sehr gut aufgelöst, das heißt also, du bekommst ja wirklich sehr scharfes und auch farbreiches und farbkontraststarkes Display angezeigt, das sowohl draußen als auch im Dunkeln wirklich sehr gute Daten abliefert. Die direkte Sonneneinstrahlung konnte ich aufgrund des schlechten Wetters leider nicht testen. Wir hatten zwar ein paar sonnige Tage und da habe ich auch einen Lauf gemacht, da war es aber dann wirklich sehr gut ablesbar. Was die Bedienung des Displays angeht, so ist es im trockenen Zustand wirklich sehr akkurat und reagiert auch wirklich sehr sensibel. Lediglich, wenn es draußen etwas regnet und es ein bisschen feuchter wird und Tropfen drauf kommen, kann es zu Fehleingaben kommen. Sie sind jetzt nicht ständig, aber es kann mal passieren. Einmal kurz das Display trocken reiben und dann könnt ihr das auch wieder hier ganz gut bedienen. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, dass ihr das Display hier im Always-On-Betrieb betreibt. Das heißt also, wenn du jetzt normal auf der Uhrenoberfläche bist, dann bekommst du, wenn du die Hand bewegst, hier direkt das Display-Design angezeigt, legst den Arm wieder hin und die Uhr kommt zur Ruhe. Dann wird nur noch die Uhrzeit angezeigt und da hängt es natürlich davon ab, was für ein Zifferblatt ihr habt, ob ihr zum Beispiel jetzt eine digitale Anzeige bekommt oder eine analoge Zeitanzeige. Hinzu kommen dann noch zwei weitere Bedienelemente. Wir haben oben dann eine Krone, bei der wir zum Beispiel in Aktivitäten hier durch die Menüs scrollen können. Auf die Krone kann man auch drücken und auch hier nochmal in Menüs was ausführen. Und wir haben eine Taste unten, die ebenfalls in manchen Widgets hier zum Einsatz kommt, wo ihr dann auch hier entsprechend Aktivitäten bzw. Aktionen ausführen könnt. Die Hauptbedienung erfolgt aber hauptsächlich dann hier über das Touch-Display. Stichwort Zifferblätter, das ist natürlich immer sehr individuell, was einem gefällt. Ihr bekommt hier aber doch einige Zifferblätter angeboten. Es gibt einmal einen kostenpflichtigen Bereich, aber auch einen kostenlosen Bereich. Und gerade beim kostenlosen Bereich gibt es auch eine wirklich große Vielzahl. Und ich gehe ja stark davon aus, dass auch du hier für dich die richtigen Zifferblätter finden wirst. Also ich bin da sehr kritisch und habe hier wirklich einige gefunden, die mir sehr gut gefallen haben. Der nächste interessante Punkt ist natürlich die Verwendung der Uhr am Handy bzw. die Uhr mit dem Handy. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten, die Uhr zu verwenden. Ihr habt einmal die Option, das Ganze mit dem iPhone zu betreiben. Ihr könnt es aber auch klassisch mit einem ganz normalen Android-Handy betreiben, wie zum Beispiel mit Samsung Galaxy S23 oder was es da alles so gibt. Oder natürlich mit Huawei eigenen Geräten. Da ist es natürlich am einfachsten, da hier natürlich die Uhr mit dem Gerät am besten harmoniert. Um die Huawei Watch GT4 hier betreiben zu können, braucht ihr die Huawei eigene Health App. Und so ist es diese zum Beispiel auf dem iPhone ganz einfach im App Store auffindbar. Das heißt also, wenn du im deutschen App Store zumindest bist, dann kannst du nach der App suchen und diese installieren und hier die Uhr mit dem Handy verbinden. Und dennoch gibt es ein paar kleine Einschränkungen auf dem iPhone mit der Huawei Watch GT4. Zu einem könnt ihr die Uhr hier nicht um weitere Apps erweitern, weil ihr braucht nämlich die Huawei eigene App-Galerie, die ihr nicht auf dem iPhone installieren könnt. Das wird nicht unterstützt und daher könnt ihr die Uhr hier nicht um die Funktion erweitern. Kurzum, das heißt einfach, ihr könnt die Uhr nur so nutzen, wie diese im Werkszustand ausgeliefert wird und hier keine weiteren Funktionen hinzufügen.
Die nächste Einschränkung wäre auch, dass ihr zum Beispiel keine Musik oder keine Offline-Musik auf die Uhr übertragen könnt. Dieser Menüpunkt steht gar nicht zur Auswahl. Und ihr habt auch keine Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel jetzt Smart Notifications bekommt, zum Beispiel von WhatsApp, diese hier mit Standardantworten zu antworten. Ihr kriegt lediglich die Meldung angezeigt. Mehr ist an dieser Stelle hier nicht möglich. Und auch hier gibt es eine kleine Einschränkung. Ihr könnt zum Beispiel nicht für jede App entscheiden, ob ihr eine Benachrichtigung haben wollt. Es gibt nur eine Handvoll Apps, wo das beim iPhone unterstützt wird. Alles andere läuft dann unter andere. Da könnt ihr es dann ein- und ausschalten. Das sieht dann auf dem Android etwas anders aus. Was ihr beim iPhone machen könnt, ist zum Beispiel über die Uhr zu telefonieren. Das ist auf jeden Fall kein Problem. Die Qualität ist in einem okayen Zustand. Und ihr habt auch die Möglichkeit, zum Beispiel während des Workouts, wenn ihr jetzt Musik auf dem iPhone hört, über Spotify oder über anderen Anbieter, diese hier auch auf die Uhr zu steuern bzw. dann hier weiterzuschalten. Das ist auf jeden Fall möglich. Wenn die Uhr dann mit einem Android-System verbunden ist, so habt ihr dann wie angesprochen schon mehr Funktionen zur Auswahl als noch beim iPhone. So könnt ihr zum Beispiel eine Offline-Musik mitnehmen bzw. diese hier auf die Uhr übertragen, als natürlich dann auch die App-Galerie von Huawei nutzen. Und hier gibt es dann nochmal einige Apps zur Auswahl für die Uhr. Wobei man muss sagen, die Übersicht bzw. die Apps, die angeboten werden, ist sehr übersichtlich. Es ist kein großes Angebot, aber ihr müsst euch auf jeden Fall damit einrichten, dass es jetzt hier nicht jede App gibt, die man kennt, zum Beispiel Instagram oder dann auch direkt WhatsApp zu installieren. Das geht hier mit der Uhr aktuell leider nicht, was natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen mit den Sanktionen zu tun hat. Stichwort WhatsApp, wenn ihr dann die Uhr mit einem Android-System verbunden habt, dann könnt ihr hier auch mit Standardantworten antworten. Das geht ja beim iPhone nicht, da könnt ihr die Nachrichten nur lesen. Und generell bekommt ihr dann auch hier alle Meldungen angezeigt und könnt diese hier durchlesen bzw. dann hier aufrufen. Und natürlich ist auch hier Telefonie über ein Android-Gerät dann möglich. Die Huawei Watch GT4 bietet auch die Möglichkeit des bargeldlosen Zahlens, zumindest ist der Chip hier verbaut. Aber ich habe zumindest mal recherchiert, ich konnte jetzt keine deutsche Bank finden, die das in irgendeiner Form unterstützt. Das heißt also, wenn du dann jetzt bei einer anderen Bank bist, musst du mal schauen, ob das Ganze hier unterstützt wird. Wie gesagt, mit der Deutschen Bank ist das zumindest auf direktem Wege leider nicht möglich. Ja, und dann kommen wir auch zu den Fitnessfunktionen der Huawei Watch GT4. Die Uhr selbst hat hier ein Ringesystem mit an Bord. Das kennen wir auch schon von der Apple Watch. Also ich würde einfach mal sagen, das ist so ein bisschen kopiert. Dabei geht es darum, dass einmal die Stehzeiten ermittelt werden, aber dann auch die Aktivkalorien und auch die Trainingszeit bzw. die Bewegungszeit. Dabei zählen jetzt aber nicht nur die reinen Training-Workouts, nein, auch einfach, wenn ihr aktiv euch bewegt, wird das Ganze dann hier als aktive Zeit ermittelt. Und dabei habt ihr auch die Möglichkeit, hier über den Tag eigene Ziele festzulegen. Das heißt also, wie viele Stehstunden du haben möchtest, wie viele Aktivkalorien du verbrennen möchtest. Und so hast du auf jeden Fall jeden Tag den Anreiz, diese Ringe zu schließen und wirst auch motiviert, dies zu tun. Darüber hinaus werden natürlich dann auch die Schritte gemessen, als natürlich auch die zurückgelegte Distanz, die du über den Tag gemacht hast. Sei es jetzt einmal mit Workouts und natürlich dann, wenn du so gelaufen bist. Und natürlich bekommt ihr dann auch eine Übersicht über eure Stehzeit. Die wird dann ebenfalls ermittelt. Und wenn ihr dann lange gesessen seid und euch nicht bewegt habt, dann bekommt ihr auch eine dezente Erinnerung auf die Uhr, dass ihr euch vielleicht mal bewegen sollt, beziehungsweise mal aufstehen sollt, weil das dann doch etwas gesünder ist, sich mal kurz ein bisschen zu bewegen. Und wie angesprochen werden natürlich dann auch eure Aktivkalorien getrackt, das heißt einmal fürs Laufen, aber natürlich auch für die normale Bewegung. Das ist insoweit interessant, da ihr nämlich hier auch aktiv Kalorien-Tracking betreiben könnt, beziehungsweise ihr könnt dann hier in der Huawei eigenen Health App hier eure Nahrung einpflegen bzw. eintragen und so einfach den Kaloriendefizit ermitteln, falls du zum Beispiel abnehmen willst oder dein Gewicht halten möchtest. Da gibt es aber zwei Mankos. Manko 1 ist, dass man nicht alle Lebensmittel findet. Also wenn man gerade so zum Beispiel Antipasti gesucht, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ja, speziell, aber jetzt auch nicht so ganz extrem speziell. Das habe ich zum Beispiel nicht gefunden. Aber so klassische Sachen wie Brötchen oder Nutella oder Butter, das findet ihr natürlich hier ganz einfach. Und die zweite Sache ist, dass nämlich die Aktivkalorien, die hier gemessen werden, also nicht die der Aktivität selbst, sondern wenn ihr euch normal bewegt, dass diese doch sehr optimistisch herauskommen. Das heißt also, ich habe hier einen sehr, sehr hohen Aktivkalorienwert gehabt, der meines Erachtens zu hoch war. Also im Vergleich auch wieder hier zu einer Garmin-Uhr ist es deutlich höher ausgefallen und ist natürlich dann schwierig, wenn du dann hier Nahrungstracking machst, um einfach zu schauen, wenn du abnehmen möchtest und die Uhr einfach zu hohe Kalorien misst. Da ist auf jeden Fall nochmal Potenzial nach oben, um das hier ein bisschen besser anzupassen. Zumindest kam es mir persönlich etwas zu hoch vor, wenn ich mir die Kalorien hier angeschaut habe. Ein nächster interessanter Aspekt bei der Fitness ist natürlich dann auch die Stressmessung und so bietet uns die Huawei Watch GT4 auch die Möglichkeit, hier eine Stressmessung durchzuführen, beziehungsweise diese läuft dann hier im Hintergrund und so könnt ihr einfach sehen, wie gut es eurem Körper geht, ob ihr entspannt seid, gestresst seid. Und interessant auch an dieser Stelle, man hört es vielleicht noch ein bisschen, ich war jetzt krank gewesen und die Uhr hat es auch ganz gut erkannt, dass als ich krank geworden bin und als ich auch krank war, dass ich einen höheren Stresslevel gehabt habe.
Das liegt einfach daran, dass der Körper hier arbeitet, obwohl man liegt. Und das hat die Uhr hier wirklich sehr gut wiedergegeben und konnte man hier eindeutig sehen, dass der Stress erhöht war. Neben der Stressmessung ist natürlich auch das Schlaftracking interessant und so bietet uns die Huawei Watch GT4 natürlich auch die Möglichkeit, hier das Schlaftracking durchzuführen. Und dabei macht die Uhr das doch gar nicht so schlecht. Das heißt also, die Aufwachphasen werden hier sehr, sehr gut erkannt. Also ich habe hier wirklich kaum Unterschiede gehabt. Ich habe mit teilweise 4 Uhren gleichzeitig geschlafen und da war die Uhr hier immer sehr gut nah dran an der Zeit, wo ich aufgewacht bin. Aber auch die Einschlafphasen haben immer so etwa mit dem Zeitpunkt gepasst, wie ich das Ganze dann hier so noch halbwegs auf der Uhr gesehen habe. Ihr bekommt natürlich dann hier eine Auswertung, wie die Tiefschlafphasen waren, wie die ganzen Aufwachphasen waren. Also das Ganze ist dann natürlich auch mit dabei. Wie gut da die Qualität ist, das kann ich einfach nicht beurteilen, weil ich habe kein Schlaflabor. Ich kann lediglich sagen, dass zumindest die Aufwachphasen und die Schlafenszeiten hier halbwegs gepasst haben. Darüber hinaus überkennt die Uhr auch dein Nickerchen. Das heißt also, wenn du dich hinlegst, dann hat die Uhr hier auch die Möglichkeit, das Ganze zu erkennen. Und ihr bekommt das ebenfalls dann hier in der App angezeigt. Und solltest du einmal Probleme im Einschlafen haben, so bietet uns die Huawei Health App hier so einige Möglichkeiten, hier Geräusche abzuspielen. Hier gibt es eigentlich eine große Bibliothek, die euch kostenlos das Ganze zur Verfügung stellt. Das heißt also, du kannst ein Meeresrauschen abspielen oder andere Geräusche, die dir dabei helfen, hier etwas besser einzuschlafen. Neben dem normalen Schlaftracking wird dann auch die Hauttemperatur gemessen. Das heißt also, du bekommst dann auch angezeigt. Das läuft aber hier über den ganzen Tag, aber du kannst dann auch mal schauen, wie es in der Nacht war und dann kannst du einfach einordnen, ob das Ganze zu warm oder zu kalt war. Das ist gerade interessant, wenn es zu warm ist, schläft man nämlich meistens schlechter und es braucht auf jeden Fall eine gute Umgebungstemperatur, um besser schlafen zu können. Ebenfalls wird dann auch die Ruheherzfrequenz gemessen, die bekommt ihr auch angezeigt, das habt ihr in der Übersicht. Was leider an dieser Stelle nicht gemessen wird, und das ist gerade für den sportlichen Bereich interessant, ist die Herzfrequenzvariabilität, weil die sagt euch nämlich wirklich aus, wie du dich auch wirklich dann nach dem Workout hier nachts erholt hast, ob der Körper dann entspannt war oder nicht entspannt war. Du kannst vielleicht so ein bisschen aus der Stressmessung das rauslesen, aber das ist natürlich nicht so genau wie jetzt die Herzfrequenzvariabilität, die uns leider, wie gesagt, hier nicht angeboten wird. Jetzt ist natürlich nicht nur die Fitness interessant, nein, wir möchten mit der Uhr natürlich auch Sportarten aufzeichnen. So bietet uns die Huawei Watch GT4 hier ja über 100 Sportarten an. Natürlich haben wir die klassischen Sachen wie Radfahren, Laufen, Indoor, Outdoor dabei, aber natürlich dann auch Dinge wie Triathlon könnt ihr mit der Uhr machen oder zum Beispiel die Mannschaftssportarten wie zum Beispiel Fußball oder Einzelsportarten wie Tennis oder Tischtennis, aber natürlich auch Klettern und Wandern ist dabei. Also es gibt auf jeden Fall eine große Vielzahl an Möglichkeiten, hier die Sportarten aufzuzeichnen. Dabei bekommt ihr bei den meisten Sportarten aber hier ganz normal klassisch hier einmal die Herzfrequenz oder die Trainingsbelastung angezeigt und dann mehr nicht. Nur lediglich bei den Primärsportarten, wie zum Beispiel Laufen, Radfahren, habt ihr dann auch die Möglichkeit, hier die Datenfelder selber separat einzustellen. Da kannst du es dann einfach so einstellen, wie du es haben möchtest. Also ob du mehr Datenfelder haben möchtest oder weniger Datenfelder und welche Daten du angezeigt haben möchtest. Das geht auf jeden Fall, wie gesagt, beim Radfahren oder auch beim Laufen. Und so habt ihr zum Beispiel beim Laufen auch mehrere Daten, die ihr angezeigt bekommen könnt. Ihr habt zum Beispiel dann die Möglichkeit, euch die Schritte anzeigen zu lassen oder auch die Kadenz, als natürlich auch dann den gesamten Höhenanstieg, den ihr absolviert habt und eure aktuelle Höhe. Und natürlich bekommt ihr dann auch die Herzfrequenz mit angezeigt. Beziehungsweise, wenn ihr beim Radfahren dann die Indoor-Rolle verbunden habt, so könnt ihr euch dann auch die Leistungswerte auf der Uhr anzeigen lassen, beziehungsweise diese werden auch getrackt und dann auch in die Huawei Health App übertragen, wenn ihr die Aktivität dann gespeichert habt. Aber auch wenn ihr Laufbandaktivitäten macht, so ist das natürlich mit der Huawei Watch GT4 möglich. Und da muss ich sagen, dass die Uhr das auch wirklich sehr gut aufzeichnet. Das heißt also, wenn du jetzt hier läufst, erkennt die Uhr dann wirklich auch ganz gut, zumindest war es bei mir so, die Distanz. Ich lag so knapp 60 bis 100 Meter daneben bei 7 Kilometer, was wirklich ein sehr guter Wert ist, dafür, dass hier kein GPS-Tracking vorhanden ist. Ihr habt nichtsdestotrotz aber auch die Möglichkeit, wenn ihr dann den Lauf beendet habt, hier auch nochmal die Kilometer nach dem Laufen anzupassen, damit dann die Daten auch hier korrekt auf die Huawei Health App übertragen wird. Stichwort Training, so haben wir dann natürlich auch viele Möglichkeiten hier mit der Uhr zu trainieren. Es gibt einmal natürlich die Option hier, Intervalle direkt auf die Uhr einzustellen, also Laufintervalle. Das ist eine Möglichkeit. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, eigene Trainings in der Huawei eigenen Health App zu erstellen und diese auf die Uhr zu übertragen. Dabei geht das Ganze aber leider nur fürs Laufen, das heißt also fürs Radfahren geht es nicht oder für andere Sportarten. Das ist wie gesagt hier lediglich nur fürs Laufen möglich. Und solltet ihr mal keine Idee haben, was ihr trainieren sollt, so könnt ihr in der Huawei eigenen Health App auch nochmal nachschauen. Da werden dann eigene Trainings angeboten oder Vorschläge gemacht, was du alles trainieren kannst. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, hier einen Trainingsplan anzulegen. Hier gibt es von 3 Kilometer bis zum Marathon hier ja Trainingspläne. Diese sind auch wirklich, ich habe mir das mal angeschaut, wirklich sehr gut umgesetzt. Es wird zwar nur hauptsächlich das Laufen behandelt, das heißt also das Core-Training ist dann ausgeblendet,
aber die Einheiten, die hier durchgeführt werden, richten sich vor allem auch an Anfänger. Das heißt also, da werden auch die Anfänger gut an die Hand genommen, um hier ein Training durchzuführen. Ihr bekommt dann auch eine Erinnerung, beziehungsweise wenn ihr in die Aktivität hineingeht, dann bekommt es angezeigt, dass heute ein Training ansteht und bekommt hier dann ein geleitetes Workout und könnt so eure Leistung hier nochmal verbessern. Solltet ihr jetzt aber keine Lust auf einen Trainingsplan haben, so habt ihr zum Beispiel auch die Möglichkeit, bei der Laufeinheit hier gegen einen AI-Trainer anzutreten, beziehungsweise ja eine Zielzeit anzusetzen. Kannst du sagen, ich möchte eine bestimmte Pace laufen oder die Uhr erkennt es automatisch. Dann habt ihr so einen virtuellen Gegner, der mit euch gleichzeitig mitläuft und gegen den könnt ihr dann antreten, um hier ihn zu schlagen und so eure Zeiten zu verbessern, beziehungsweise generell besser zu werden. Das ist an dieser Stelle noch nicht alles. Ihr könnt aber bei den Aktivitäten, also generell bei den Aktivitäten, euch auch Ziele setzen, wie zum Beispiel ein Zeitziel oder ein Kalorienziel. Wenn ihr das erreicht habt, dann ist das Ganze hier beendet. Oder ihr könnt euch dann beim Laufen zum Beispiel auch einen Raceplan oder einen Rennplan anlegen, der euch dabei hilft, eure Zielzeit zu erreichen für ein Rennen, was ihr macht. Das Ganze geht zum Beispiel für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon oder Marathon. Oder wenn ihr dann eine individuelle Distanz habt, könnt ihr diese auch angeben. Und da, ja, wie gesagt, hilft euch die Uhr dabei, dieses Ziel zu erreichen. Und für die, die es interessiert, können dann auch noch einen Laktatschwellentest machen oder zum Beispiel das Metronom einstellen, falls du einen bestimmten Schlag haben möchtest, um einen gewissen Rhythmus zu laufen. Das geht hier ebenfalls mit der Huawei Watch GT4. Wenn wir die Aktivität dann beendet haben, bekommen wir auf der Uhr dann auch eine Auswertung angezeigt. Hier seht ihr im Detail nochmal, wie anstrengend das Ganze war, was für eine Pace ihr gelaufen seid und wie ihr das Ganze zusammengesetzt habt. Und ihr bekommt natürlich dann auch eine Trainingsbelastung, als natürlich auch eine Ruhezeit angezeigt. Ebenfalls geht das Ganze dann auch in die Huawei Health App. Auch hier bekommt ihr nochmal die GPS-Daten angezeigt, wie schnell ihr dann an gewissen Punkten wart. Aber auch hier bekommt ihr dann nochmal eine detaillierte grafische Auflistung und eine Datenauflistung über eure Aktivität und könnt hier nochmal Revue passieren lassen. Und wenn wir schon bei den Trainingsdaten sind, dann kommen wir natürlich auch zu der klassischen VO2 Max Messung. Die Uhr bietet es hier an dieser Stelle an. Dabei muss ich aber sagen, dass die Uhr ja wirklich sehr, sehr konservativ rechnet. Ich habe hier einen deutlich niedrigeren Wert als bei meinen anderen Sportuhren. Bei meinen anderen Sportuhren bewege ich mich immer um den Wert 46. Es ist immer ein bisschen darunter, mal darüber, je nachdem wie die Uhr das misst. Aber zwischen 45 und 46 ist hier mein Wert. Und die Uhr bietet hier deutlich weniger an als jetzt hier meine Sportuhren. Und dabei bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob das jetzt an der Uhr im Algorithmus liegt oder ob es daran liegt, dass es nicht genug GPS-Aktivitäten gibt. Ich habe jetzt sehr viel Indoor auch trainiert, weil einfach das Wetter schlecht war und möchte es nicht einfach zu hoch hängen. Du kannst auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie da deine Erfahrung ist mit der VO2 Max-Messung. Wie gesagt, bei mir ist sie wirklich sehr, sehr niedrig gegenüber meinen Sportuhren ausgefallen. Auf die Uhr selbst bekommen wir dann noch weitere Trainingsdaten angezeigt. So habt ihr zum Beispiel dann auch den Trainingsload, der euch einfach anzeigt, wie war eure Belastung in den letzten 7 Tagen und baut ihr euer Fitness aus oder baut ihr euer Fitness ab. Bei mir kann man jetzt ganz gut sehen, ich war jetzt krank und keinen Sport machen. Der Pfeil zeigt jetzt hier im blauen Bereich. Das heißt also, ich bin jetzt nicht mehr im optimalen Bereich, baue jetzt momentan Fitness ab. Aber wenn ihr mehr Trainings macht, beziehungsweise dann anstrengende Trainings, dann geht der Trainingsload natürlich wieder hoch und so baut ihr dann eure Fitness aus. Und da könnt ihr auch ganz gut schauen, ob ihr jetzt zu viel trainiert, ob ihr optimal trainiert oder zu wenig trainiert. Ein nächstes Feature ist dann auch der Trainingsindex, der euch einfach anzeigt, wie gut du trainiert bist, beziehungsweise hast du eine gute Fitness, hast du eine schlechte Fitness. Dabei wird dann das Training berücksichtigt, aber natürlich dann auch die Erschöpfung und so hast du es auch hier im Überblick, ob deine Fitness hier sich ausbaut. Dann haben wir noch einen Running Ability Index, das heißt also, wie gut ist deine Laufleistung und da werdet ihr auch eingeordnet, ob eure Laufleistung gut oder schlecht ist. Dahinter hängt es dann auch eine Laufprognose für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Ich bekomme hier zwar einen sehr guten Indexwert angezeigt, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich viel laufe, aber ich muss sagen, was die Prognosen angeht, was die Laufprognose angeht, die sind hier wirklich sehr optimistisch ausgerechnet. Das heißt also, ich glaube jetzt nicht, dass ich die Marathonzeit schaffen werde, die hier aktuell angegeben wird. Auch die Halbmarathonzeit ist mit meinem aktuellen Fitnessstand nicht erreichbar. Ich habe es jetzt auch mal mit anderen Herstellern verglichen, mit denen ich auch hier täglich trainiere, beziehungsweise immer die Trainings aufzeichne. Und da kann man ganz gut sehen, dass es hier auf jeden Fall Unterschiede gibt, beziehungsweise dass Huawei hier sehr, sehr optimistisch herangeht, was die Hochrechnung der Zeiten angeht. Die Huawei Watch GT4 bietet auch die Möglichkeit, hier eine Navigation durchzuführen. Du hast einmal die Option, hier generell Routen hochzuladen, die du jetzt woanders geplant hast und diese auf die Uhr zu übertragen. Oder wenn du Komoot-Nutzer bist, dann kannst du hier auch die Konten miteinander verbinden und deine geplanten Strecken hier auf die Uhr übertragen. Wenn du das Ganze durchgeführt hast und hier die Navigation startest, das geht sowohl fürs Wandern als auch fürs Laufen oder fürs Radfahren, dann bekommst du hier eine klassische Krümelnavigation ohne Karte angezeigt.
Das heißt also, du folgst einem Strich, du kannst das Ganze hier rein und rauszoomen und hier das Ganze in der Übersicht anschauen. Darüber hinaus bekommst du kurz vor der Kreuzung auch abbiegenweise angezeigt. Das ist einmal eine Vibration aufs Handgelenk und wenn du dann auch die Sprachsteuerung eingestellt hast, beziehungsweise die Sprachausgabe, dann bekommst du hier auch eine Ansage. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist die Routenabweichung. Das heißt also, wenn du von der Strecke herunterkommst, bekommst du so etwa nach knapp 60 Meter die Warnung, dass du von der Strecke herunter bist. Dann musst du da zurück auf die Strecke, die Uhr kennt es dann auch und führt die Navigation an dieser Stelle hier weiter. Das ist aber noch nicht alles gewesen. Du bekommst dann auch während der Navigation angezeigt, wie lang noch deine Restdistanz ist und du bekommst auch eine hochgerechnete Zeit, wann du etwa hier an deinem Zielpunkt ankommst. Ein weiterer interessanter Aspekt ist natürlich dann hier bei Smartwatches immer die Akkulaufzeit und so bekomme ich bei der Huawei Watch GT4 eine passable Akkulaufzeit, wenn ich jetzt kein Workout durchführe und das Display auf Always On betreibe und auch 24/7 Tracking betreibe, das heißt also Pulsmessung, Schlaftracking, Hauttemperatursensor, alles was damit dazu tun hat, dann komme ich hier so auf knapp 8 Tage Laufzeit. Was das Aktivitätstracking selbst angeht, so bekomme ich hier bei Navigation und eingeschalteten Always-On-Display als auch den Ansagen. Ihr könnt euch nämlich zum Beispiel Abbiegung ansagen lassen oder auch die Pace. Ich habe es irgendwann ausgeschaltet, weil es dann mich ein bisschen gestört hat. Habe ich hier einen Verbrauch von etwa 7,8% pro Stunde gehabt. Das macht hochgerechnet so etwa 12,5 Stunden Laufzeit. Wenn ich jetzt nur Aktivitätstracking betreibe im Always-On-Betrieb und die Ansagen ausstelle und keine Navigation habe, so kam ich etwa auf 7,1% pro Stunde Verbrauch, was etwa hier 14 Stunden Laufzeit angeht. Es ist jetzt nicht das Beste, was wir hier so an Laufzeiten bekommen, aber auch nicht das Schlechteste. Wir bewegen uns hier mit der Uhr so etwa im Mittelfeld. Der nächste interessante Aspekt ist dann auch die Messung der GPS-Daten. So bietet uns die Huawei Watch GT4 hier wirklich sehr gute Werte an. Ich habe das Ganze mal im Vergleich mit einer Garmin-Uhr gemacht im Multibandbetrieb und man kann ganz gut erkennen, dass die Uhr das wirklich sehr gut abbildet. Manchmal werden Kurven etwas gerundet und es gibt auch hier so ganz, ganz kleine Abweichungen gegenüber dem Multiband, aber nichtsdestotrotz, die Uhr bietet hier für den Preis, was wir haben, wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes GPS an. Auch bei der Distanzmessung haben wir hier wirklich sehr gute Werte bekommen und auch diese sind kaum unterscheidbar gewesen mit einer Garmin-Uhr im Multibandbetrieb. Das letzte Thema, was hier noch fehlt, ist die Herzfrequenzmessung, was auch so ein bisschen der Pferdefuß der Uhr ist. Wir haben ja hier einen optischen Herzfrequenzsensor verbaut, der auch seine Arbeit, zumindest was ich abgelesen habe, wirklich sehr gut verrichtet. Warum abgelesen? Ganz einfach. Ihr habt nämlich keine Möglichkeiten hier die Herzfrequenzdaten zu exportieren. Es gibt ja die Möglichkeit, die Uhr mit Strava zu verbinden. Dann werden zwar die Strava-Daten übertragen, beziehungsweise die GPS-Daten werden übertragen, aber es werden keine Herzfrequenzdaten übertragen. Auch wenn du hier mit Apple Fitness das Ganze hier verbindest bzw. freigibst, auch hier werden keine Herzfrequenzdaten übertragen. Das heißt also, es gibt keine Möglichkeit hier irgendwie an die Herzfrequenzdaten zu kommen, sei es jetzt über die App, weil wenn du es da exportierst, bekommst du auch nur GPS-Daten, aber keine Herzfrequenzdaten, als natürlich dann auch, wenn du hier zum Beispiel Strava-Daten nutzen möchtest, ist auf jeden Fall hier keine Möglichkeit, hier Analysen durchzuführen. Im Umkehrschluss heißt es, egal was du nutzen möchtest, es ist nicht möglich. Das Einzige, was du hier für die Auswertung nutzen kannst, ist die Huawei eigene Health App. Ich kann zumindest sagen, ich habe immer Läufe mit dem Brustgurt gemacht, habe immer gleichzeitig auf die Uhr geschaut und kann hier wirklich sagen, dass die Uhr das auch wirklich sehr gut erkannt hat. Das heißt also, wenn der Puls heruntergegangen ist er bei der Uhr auch gleichzeitig runtergegangen, als auch wenn er hochgegangen ist bei Intervallen, ist der Puls dann auch hochgegangen. Also da hat alles übereingestimmt. Ich verstehe es leider an dieser Stelle nicht, warum man die Daten nicht freigibt. Das ist jetzt kein großes Geheimnis. Schließlich sind es ja meine Daten, mit denen ich was machen möchte. Und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es hier die Möglichkeit gibt, die Daten zu exportieren. Falls du weißt, wie man an die Daten kommt, schreib es doch auch gerne mal in die Kommentare. Ich habe, wie gesagt, alles ausprobiert, das irgendwie aus der App herauszubekommen. Hat alles nicht funktioniert. Und da komme ich auch schon zu meinem Fazit der Huawei Watch GT4. Die Uhr selbst ist wirklich sehr gut verarbeitet, macht wirklich einen sehr hochwertigen Eindruck. Auch jetzt das Edelstahlarmband ist wirklich sehr gut gemacht und ihr könnt es sehr gut einstellen mit den Gliedern. Das ist wirklich alles kein Problem. Ihr bekommt ein sehr schönes Display. Auch die App ist wirklich sehr durchdacht, auch wenn es hier und da vielleicht ein paar Bedienungsprobleme gibt, dass manche Daten etwas versteckter sind. Lediglich das Kalorientracking ist etwas zu hoch und auch die V2 Max waren so die Werte, die jetzt nicht so ganz gepasst haben. Das heißt also, hier ist auf jeden Fall die Luft nach oben. Und natürlich das Problem, dass du die Daten hier nicht alle exportieren kannst. Gerade wenn du jetzt hier für Triathlon trainierst und andere Apps nutzt, beziehungsweise mehrere Geräte benutzt, ist es wirklich ein sehr interessanter Faktor. Und das ist wirklich so ein Thema, wo man sagen muss, okay, ist die Uhr jetzt wirklich für jeden geeignet, der Sport macht? Weil generell macht sie hier ihre Arbeit wirklich nicht schlecht. Wenn du natürlich jetzt im Huawei Kosmos bist oder generell nur Fitness machst und ein bisschen laufen gehst,
dann ist es hier überhaupt kein Problem. Dann ist es wirklich eine sehr gute Uhr. Auch im Android-Bereich ist es wirklich eine sehr klasse Uhr. Da bekommt ihr auch wirklich sehr gute Daten angeboten, auch wenn da, wie gesagt, im Fitnessbereich unterwegs seid. Du kannst mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn du jetzt schon die Uhr hast, wie so deine Eindrücke waren oder Eindrücke sind, beziehungsweise Pro und Kontras. Oder wenn du schon eine Huawei Watch hast, kannst du auch mal da reinschreiben, wie die Uhr gefällt, beziehungsweise was da deine Pro und Kontras sind. Wenn das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich und auch den Algorithmus. Wenn das Ganze gefallen hat, ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.